Ah, YouTuber sein, ein Traumjob, oder? Au. Oh, okay. Vielleicht muss ich viel arbeiten, aber immerhin werde ich richtig geil bezahlt. Oh. Nicht so angenehm. Naja, aber immerhin weiß ich, was ihr am liebsten schaut und habt eine riesen Reichweite und kann euch alle glücklich machen. What? Das kann nicht sein. Okay. Das ist einfach nicht möglich. Seit ich diesen Kanal hier habe, mache ich mir etwas mehr Gedanken, was Themenwahl angeht, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich versuche immer aktuelle Themen rauszufinden und versuche auch das Ganze ein bisschen, naja, intelligent zu machen, damit ihr glücklich seid, damit ich aber auch neue Menschen erreichen kann und die von Informatik faszinieren kann. Nicht nur mit einfachen Tutorials, sondern ihr habt gemerkt, es hat sich auch auf dem Hauptkanal ein bisschen was geändert. Und ja, doch das Ganze ist super schwer und ich glaube, jeder YouTuber wird mir da zustimmen, wenn ich sage, der YouTube-Algorithmus ist komisch. Aber warum ist das eigentlich so? Wir haben uns das mal genauer angeguckt und damit meine ich tatsächlich wir, mich gleich zweimal, aber auch Professor Dr. Christian Rieck, der sich dem YouTube-Algorithmus aus spieltheoretischer Sicht widmet. Und naja, vielleicht dieses Gerücht der Filterbubble ein wenig sich genauer anschauen möchte. Das heißt, er wird sich angucken, ob es eigentlich stimmt, dass wir, wenn wir rechten Content gucken, immer mehr in die rechtsextreme Szene geschoben werden oder ob das absoluter Quatsch ist. Und wir wollen uns hier angucken, was das eigentlich mit dem YouTuber macht, wenn man diesem YouTube-Algorithmus als quasi Arbeitgeber ausgeliefert ist. Denn immerhin hängt davon unser Erfolg ab. Auf meinem Hauptkanal findet ihr ein Video dazu, wie wirklich der YouTube-Algorithmus im Detail aussieht. Spoiler hier, ja, es handelt sich dabei um einige neuronale Netze, die was miteinander machen. Und das ist ein ziemlich geiles Detail tatsächlich. Es gibt nämlich ein Paper von YouTube und dieses Paper habe ich mir ordentlich einverleibt und das könnt ihr alles auf dem Hauptkanal finden. Hier, wie gesagt, geht es jetzt darum, was das eigentlich mit uns YouTubern so ein kleines bisschen macht. Okay, wir wollen anfangen mit dem größten Missverständnis des YouTubers wahrscheinlich und auch vor allem des Zuschauers. Denn, naja, man denkt vielleicht, viele Klicks heißt geiles Video. Aber ist euch schon mal hin und wieder mal ein Kanal begegnet, der vielleicht nur so 1000 Views hat auf seinem Video? Ist euch vielleicht schon mal irgendwann ein Kanal begegnet, der mehrere Millionen Views hat und einfach ein absolut beschissenes Video hat? Das ist doch eigentlich Bullshit, oder? Naja, eigentlich nicht. Der YouTube-Algorithmus optimiert das Ganze. Und wie genau er das optimiert? An Klicks natürlich. Das heißt, viele Klicks heißt für YouTube geiles Video. Aber vor allem geht es darum, ob ihr das Video auch zu Ende geguckt habt. Das klären wir, wie gesagt, in meinem Hauptkanal. Das Problem ist natürlich, so ein Algorithmus, so ein lernendes neuronales Netz. Ja, ihr könnt euch das wirklich vorstellen wie so ein dummes Kleinkind, in dem ihr, also das wirklich nur genau eine Aufgabe kann, nämlich euch Videos zu empfehlen, und zwar die besten der besten von mehreren Millionen Videos. Und es sucht für euch das perfekte Video raus. Aber wie soll ein Algorithmus oder eine KI es schaffen, euch besser zu kennen als ihr selbst? Wie soll eine KI wissen, welches Video ihr angucken wollt, bevor ihr es selber wisst? Denn ich meine, wenn ihr wüsstet, was ihr angucken wollt, dann geht ihr nicht auf die YouTube-Startseite, sondern gebt was in die Suche ein. So, aber das machen die wenigsten mittlerweile. Die meisten gehen einfach nur auf youtube.com und haben dort ihren perfekten Feed und klicken da drauf. So, wie macht YouTube das? Das Ziel der YouTube-KI ist es, euch als Zuschauer möglichst glücklich zu machen. Und naja, wie soll man denn Glücklichkeit messen? Die wird nämlich nicht mit Klicks gemessen. Das steht sogar explizit in dem Paper von YouTube drin. Es wird gemessen daran, welches Video du zu Ende schaust und nicht welches Video du auch nur anklickst. Das heißt, du bekommst mehr von den Videos, die du wirklich bis zum Ende durchgeguckt hast. So, aber das heißt ja immer noch nicht wirklich was. Ich meine, wie werden dann irgendwie Videos viral oder wieso sind da bei nicht angemeldeten Usern auch irgendwelche Videos da auf der Startseite? Ich meine, die haben ja noch gar kein Video zum Ende angeguckt. Genau, richtig. YouTube versucht herauszufinden, welchem Typ Mensch oder welchem Typ Zuschauer du entsprichst, indem es dich quasi in ein neuronales Netz reinquetscht und am Ende kommt was dabei raus. Und das bedeutet dann, ja, du bist ähnlich wie zum Beispiel diese Leute und dementsprechend weiß das Netz quasi, welche Videos dir gefallen könnten. Also ähnliche Videos werden ähnlichen Menschen gefallen. Das heißt, es versucht immer mehr, dich genau so zu betrachten, wie du eigentlich wirklich bist. Und das ist schon faszinierend, wenn wir uns das mal so überlegen. Der Punkt ist allerdings, YouTube kann nur deine Langzeitinteressen verfolgen und nicht Trendthemen. Trendthemen sind ein ganz komisches Phänomen. Trendthemen sind nämlich mal da und dann wieder nicht da. Ihr erinnert euch vielleicht noch an gewisse Challenges, die ich hier nicht weiter promoten möchte. Ihr erinnert euch vielleicht auch an gewisse Krankheiten, die aktuell im Umlauf sind. Dazu wurden so unfassbar viele Videos gemacht, dass
man einfach sich nicht mehr davor retten konnte. Jeder YouTuber hatte so ein Video. Und plötzlich waren die Leute, die tatsächlich nach Corona gesucht haben, komplett überwältigt von der Masse an Videos. Und YouTube sucht sich dann immer genau die aus, die dazu passen. So, das ist jetzt eine weltweite Angelegenheit und solche Trendthemen, die gehen dann natürlich auch viral ohne Ende. Ich meine, seither gibt es sogar einen YouTube-Newsfeed auf der Startseite. Den gab es davor zum Beispiel gar nicht. Der wurde quasi von Hand eingebaut, okay? Das ist jetzt nochmal eine Sondersache. Aber YouTube versucht natürlich, diese Trendthemen auch zu finden und dann dementsprechend zu promoten. Das bedeutet aber, die KI, die ja konstant neu trainiert wird, also da laufen wirklich mehrere Server auf einmal, die eine riesige KI die ganze Zeit weiter trainieren und diese Parameter werden von allen Usern geteilt. Und diese KI, die muss natürlich konstant neu trainiert werden, damit sie auch wirklich solche Trendthemen immer direkt erkennt. Und da haben wir das große Problem. Denn diese Trendthemen, die sind natürlich da, und dann da und dann da und ja, der Algorithmus hinkt dem Ganzen so ein kleines bisschen hinterher, wie so eine, naja, alte Sache sozusagen. Das heißt, ihr bekommt wahrscheinlich Trendthemen vorgeschlagen und denkt euch, das war vor 20 Jahren, so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und das ist das große Problem hierbei. Kleines Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dieses Hacker-Reaction-Video, okay? Das ist mega durch die Decke gegangen, weil zu diesem Zeitpunkt war Hacking ein mega Trendthema. Also was heißt eigentlich Trendthema? Erstmal sollten wir das klären. Sehr viele YouTube-Kanäle, vor allem im deutschsprachigen Raum, vor allem vom Funknetzwerk, haben zu diesem Zeitpunkt irgendwas über Hacking gebracht. Und naja, das war eins der ersten Videos, quasi, also das Video, auf das ich eine Reaction gemacht habe. Und meine Reaction dazu war quasi, naja, für viele Zuschauer so ein bisschen die Ergänzung des Fachwissens sozusagen, zu dem nicht ganz so vorhandenen Fachwissen im Originalvideo. Und deswegen wurde dieses Video mehrfach promoted. Das heißt quasi als Ergänzung zu dem ursprünglichen Video hat man mein Video vorgeschlagen bekommen. Und dann natürlich noch sehr, sehr viele andere Videos, die Hacking-Videos vorgeschlagen haben. Und dann hat man natürlich ein relativ virales Video. Also natürlich nicht viral wie mehrere Millionen Klicks, aber für meine Verhältnisse auf dem Kanal hier definitiv viral, okay? Das ist wahrscheinlich das bei weitem stärkste geklickte Video hier. So, und das ist natürlich jetzt ein interessantes Phänomen, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn viele Kanäle Themen behandeln, also quasi genau ein Thema behandeln, dann können die den YouTube-Algorithmus dahin trainieren, indem sie sagen, das ist jetzt ein Trendthema, viele Leute gucken das, also merkt ihr das, dass viele Leute Interesse an Hacking haben. Und wenn viele Leute Interesse an Hacking haben, dann kommen natürlich auch viele Leute zu den Pentesting-Kanälen und lernen vielleicht IT kennen, lernen vielleicht Informatik kennen, lernen vielleicht IT-Security kennen und dadurch bleiben sie dann dabei hängen. So, aber so funktioniert das mit allen Trendthemen. Die anderen Videos, die ich jetzt gerade vor kurzem gemacht habe, die beschäftigen sich immer noch mit Hacking und mit Pentesting und mit Security, teilweise zumindest, und sind vielleicht nicht mehr ganz so Trendthema und deswegen lang nicht mehr so stark geklickt. Eigentlich relativ simpel, oder? So, das bedeutet jetzt aber natürlich, kleinere YouTuber, also mich jetzt mal, klammern wir mich mal aus, okay, ich behandle sowieso nur ein Thema, aber YouTuber, die mehrere Themen behandeln und da ein bisschen Themenflexibilität haben, die hechten dann immer so ein bisschen dem YouTube-Algorithmus hinterher, während der YouTube-Algorithmus so ein bisschen den großen Viralen hinterher hechtet und dem Trend sozusagen hinterhergeht. Und dadurch haben wir eine relativ interessante Dynamik. Wir kleineren YouTuber treffen eigentlich gar nicht mehr direkt den Geschmack von den Zuschauern, sondern wir treffen den Geschmack von den Zuschauern vor ein paar Wochen oder Monaten, je nachdem wie lange wir für ein Video brauchen. Und das ist schon ein bisschen komisch, möchte man sagen. Das ist nicht ganz das, worum es eigentlich geht. Es geht ja, wir wollen uns noch mal kurz daran erinnern, darum, dass der YouTube-Algorithmus die Zuschauer möglichst glücklich macht. So, wir wollen uns noch mal ganz kurz angucken, welche anderen Sachen denn der YouTube-Algorithmus noch so optimiert. Und da sind wir vor allem bei der CTR, bei der Click-Through-Rate, das heißt, wer klickt worauf. So, und da haben wir was relativ Interessantes gesehen. Große YouTuber machen tatsächlich Folgendes. Sie nehmen ein Thumbnail und gucken, wie performt das dann. Und dann wechseln sie das Thumbnail aus und gucken, wie sind dann so die Klicks. Und dann gucken sie nochmal, wie sind dann so die Klicks im dritten Thumbnail. Und dann wechseln sie auf das beliebteste Thumbnail. Wir sehen also, teilweise wird das auch mit Titeln so gemacht. Wir sehen also im Endeffekt, der Zuschauer kennt ja nichts anderes außer Titel und Thumbnail, bevor er auf das Video klickt, wenn er den YouTuber nicht kennt. So. Und dann haben wir natürlich das große Ding, Titel und Thumbnail sind unfassbar wichtig, während eigentlich das, was im Video gesagt wird oder wie lange man sich ein Video anguckt, gar nicht mehr so wichtig ist. Deswegen hat YouTube die Watchtime eingeführt.
Und siehe da, es war plötzlich wichtig, dass der Zuschauer sehr, sehr lange ein Video anguckt. So, was heißt denn aber jetzt sehr, sehr lange ein Video angucken? Was ist mit Videos wie manchen meiner Tutorials, die gerade mal 5 Minuten lang gehen und euch wirklich wichtige Dinge beibringen? Naja, die haben natürlich zwangsläufig eine kleinere Watchtime, weil sie nicht so lang sind. Und wir haben gesehen, auf der Plattform wurden extrem lange Videos plötzlich populär. Ich sage da jetzt nochmal nur Rocket Beans zum Beispiel, die teilweise Streams hochladen von über 8 Stunden. Und kein Scheiß, ich habe mir die teilweise wirklich bis zum Ende angeguckt. Ich sollte mich schämen gehen. Mittlerweile hat YouTube noch weitere Dinge implementiert, sowas wie Click-Through-Rate ist natürlich immer noch relevant. Das werdet ihr auf meinem Hauptkanal genauer sehen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie die Watchtime ist. Aber es kommt eigentlich nur darauf an, wie wirklich die Watchtime ist oder ob ihr das Video zu Ende geguckt habt. Nicht auf die eigentliche Zeit von eurem Video. Und jetzt wisst ihr auch, warum das so ist. Warum es eigentlich nur darauf anguckt, welche Videos ihr wirklich bis zum Ende geguckt habt. Und nicht, ob ihr jetzt 1 Stunde auf dem Video wart oder 5 Minuten. So, und so wird quasi der YouTube-Algorithmus immer intelligenter und versucht immer den Zuschauern besseren Content zu liefern, was eigentlich wirklich eine gute Sache ist. Ich meine, ihr wollt ja auch quasi auf YouTube gehen und glücklich werden. Das hört sich komisch an. Auf YouTube gehen und viel Zeit dort verbringen, weil ihr gerne auf YouTube seid. Und ja, so wird das Ganze quasi optimiert ohne Ende. Aber die größte Arbeit, die passiert immer noch im neuronalen Netz. Und das kann natürlich nicht anders als ständig neu trainiert werden und ständig neue Dinge lernen, ständig neue Trends lernen. Aber klar, wenn das eine gewisse Geschwindigkeit hat, was es mittlerweile wirklich hat, dann sehen wir hier wirklich einige Trendthemen ganz, ganz oben und dann wieder absolut nach unten fallen. Und das ist ja auch eigentlich so ein bisschen der Spiegel unserer Gesellschaft. Am Anfang von Corona hat sich jeder wahnsinnig für Corona interessiert, egal ob komische Inhalte oder sinnvolle Inhalte. Und mittlerweile, naja, sind wir mal ehrlich, die meisten geben nicht mehr so viel darauf. Die meisten machen halt einfach nur und schauen, dass sie irgendwie zurechtkommen. Und das ist schon ein bisschen beeinflussend auch für unsere Gesellschaft, für uns als Menschen, aber natürlich auch für uns YouTuber. Wir versuchen die ganze Zeit diesem Algorithmus hinterher zu hechten und irgendwie versuchen wir dabei wieder die Klicks zu erzielen, die wir vor ein paar Wochen hatten mit einem viralen Video und wissen aber überhaupt nicht, wie man das eigentlich macht. Der YouTube-Algorithmus ist sozusagen nicht verständlich für uns, weil wir nicht genau wissen, was da eigentlich dahinter steckt und wir wissen nicht genau, was für Content wir machen sollen, damit ihr das auch wirklich bekommt. Was ihr quasi wirklich in eurer Abo-Box seht, das ist natürlich das, was ihr abonniert habt. Aber was ihr auf der Startseite seht, das ist nur ein wirklich kleiner Ausschnitt und teilweise nicht mal abonniert, teilweise abonniert, aber ihr kriegt keine Benachrichtigung. Und ja, deswegen hat YouTube natürlich noch einen Mechanismus eingeführt, an den ich euch an dieser Stelle hier sehr stark erinnern möchte, und zwar die Glocke. Die Glocke sorgt dafür, dass ihr tatsächlich benachrichtigt werdet von einem Video, wenn zum Beispiel ein Kanal, den ihr wirklich sehr mögt, ein neues Video rausbringt. Das heißt, gerne mal bei Christian und bei mir und bei meinem anderen Kanal gerne mal die Glocke aktivieren, wenn ihr Bock drauf habt, aber wirklich nur, wenn ihr Bock drauf habt, denn ansonsten der YouTube-Algorithmus wird es merken und wird trotzdem sagen, der mag das nicht. So, und was heißt das jetzt für meinen Kanal? Nun, ich habe mich jetzt aktuell dafür entschlossen, dass ich nicht mehr unbedingt dem Trend hinterherhechten möchte. Ich freue mich aber, wenn der Trend quasi auf meiner Seite ist. So, natürlich finde ich IT und alles, was mit IT zu tun hat, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr faszinierend. Und ich freue mich, wenn Cyberpunk oder andere Trendthemen gerade am Kommen sind. Und ja, natürlich, das nutze ich auch ein kleines bisschen aus und mache dann Videos über solche Dinge. Aber nicht, weil ich euch möglichst viel Content um die Ohren schlackern möchte, sodass es für euch möglichst viel von mir gibt, sondern weil ich wirklich das machen möchte. Ich möchte zum Beispiel ein Video über Horizon Zero Dawn machen und das werdet ihr demnächst auf diesem Kanal hier finden. Aber nicht, weil ich irgendwie denke, dass das Spiel gerade absolut viral geht, das tut es glaube ich gar nicht, sondern weil ich denke, dass das Spiel absolut geil ist und ich die Theorie hinten dran mal genauer durchleuchten möchte. So, das heißt, euch erwartet hier im Endeffekt keine große Änderung. Ich werde ein bisschen teilweise auf die Trends aufspringen, wenn sie wirklich sinnvoll sind. Aber wenn sie nicht sinnvoll sind für mich oder für meinen Kanal, werdet ihr hier keinen anderen Content finden. Informatik ist halt mein Steckenpferd und das, was ich kann, und ich werde jetzt nicht hier irgendwelche komischen Sachen machen, mit denen ich mich gar nicht auskenne. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ansonsten bin ich halt wahrscheinlich der falsche Kanal für euch. Und ja, in dem Sinne, ich danke euch, dass ihr das Video bis zum Ende angeguckt habt. Ihr wisst, was das jetzt für mich bedeutet. Vielen Dank dafür und ja, schaut bei Christian vorbei, wenn ihr wissen wollt, was die Spieltheorie zu dem Ganzen zu sagen hat und ob das mit der Blase wirklich so ist, wie wir alle denken. Und schaut bei mir auf dem Hauptkanal vorbei, wenn ihr wirklich die technische Analyse des neuronalen Netzes bzw. der, Plural, neuronalen Netze sehen wollt. Habe ich natürlich euch an den Seiten hier verlinkt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.